Wusstest du, dass viele Jobs in Deutschland zuerst nach einem Deutschzertifikat fragen? Also, richtig oft steht da B1 oder B2, bitte. Das überrascht viele, finde ich. Und das Verrückte ist, manche denken, ein Zertifikat macht dich sofort flüssig. Aber nee, so einfach ist das halt nicht. Da gibt's echt Missverständnisse. Andere sagen sogar, Zertifikate sind nur teuer und bringen nichts. Starke Meinung, oder? Heute schauen wir mal genau hin. Was bringt so ein Zertifikat wirklich? Hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia. Und ja, wir sprechen heute ganz entspannt über Deutschzertifikate und warum sie hilfreich sein können. Ich bin Tim, hallo zusammen. Wir trinken Kaffee, wir reden klar und ehrlich. So, Julia, warum überhaupt Zertifikat? Ganz kurz? Für mich sind es 3 Sachen: klare Ziele, offizielle Anerkennung und Motivation. Ein Zertifikat zeigt Arbeitgebern oder Unis, du kannst das Niveau. Und es gibt dir einen festen Plan. Genau. Und Beispiele sind das Goethe-Zertifikat von A1 bis C2. Viele Firmen kennen das und Unis auch. Das gibt Sicherheit, finde ich. Aber, Tim, viele hören Prüfung und kriegen Angst. Wie fängt man denn an? Einfach so lernen ist schwer, oder? Ja, total. Mein Tipp: Such dir zuerst das richtige Niveau. Wenn du einfache Gespräche schaffst, ist oft B1 gut. Wenn du schon arbeitest und mehr Fachsprache brauchst, vielleicht B2. Lass uns kurz ein Mini-Rollenspiel machen, ja? Ein Anruf bei einer Sprachschule. Du bist der Schüler, ich bin die Mitarbeiterin. Los geht's. Hallo, ich möchte ein Deutschzertifikat machen. Ich glaube, B1 passt. Was brauche ich dafür und wann ist die nächste Prüfung? Guten Tag. Für B1 brauchen Sie einen Ausweis und die Anmeldegebühr, so um die 100 bis 200 Euro. Die nächste Prüfung ist in etwa 3 Wochen. Möchten Sie einen Vorbereitungskurs? Oh, okay, klingt gut. Was macht man im Kurs genau? Also sprechen, hören, schreiben? Genau, alles davon. Wir üben typische Aufgaben, machen Probeprüfungen und trainieren Gespräche für den mündlichen Teil. Wollen Sie sich gleich anmelden? Ja, warum nicht? Danke, das hilft schon sehr. Ich komme morgen mal vorbei. Perfekt, wir freuen uns. Bringen Sie bitte auch ein Passfoto mit. Bis morgen. So, Ende vom Rollenspiel. Das ist echt nah an der Realität. Du hörst, Termin, Preis, Vorbereitung, alles klar und konkret. Und das ist ein Vorteil vom Zertifikat. Du hast einen festen Tag X und du lernst zielgerichtet dafür. Kein Ich lerne mal irgendwann. Es wird einfach real. Jetzt eine kleine Geschichte, ja? Eine Lernerin hat mir mal erzählt, sie wollte bei einem Event Snacks sagen und hat Schnaps gesagt. Alle haben gelacht, oh Mann. Auweia. Das ist lustig und peinlich. Genau da hilft Prüfungsvorbereitung. Du lernst Wortfelder, also Essen, Trinken, Alltag und übst den Kontext. Dann passiert so ein Mix-up weniger. Noch ein Punkt, Aussprache. Ein Student hat Brötchen so seltsam gesagt, dass die Verkäuferin sofort auf Englisch gewechselt ist. Er war frustriert, klar. Ja, ich kenn das. In vielen Kursen übt man Töne wie Ü und auch CH wie in ich. Kleine Übung, sag mal Brötchen, langsam, Brötchen. Das hilft echt. Und ein Tipp, der oft unterschätzt wird, Shadowing. Du hörst einen Satz und sprichst gleichzeitig mit.
Das macht dich flüssiger und verbessert die Aussprache sofort. Total. Nimm kurze Podcasts oder Serien, Wiederholsätze, auch mit Pausen. Fühl dich nicht komisch, das ist Training. Boxer reden ja auch nicht nur über Boxen, sie boxen. Bevor wir weitermachen, Mini-Quiz, okay? Weißt du noch, was anerkannt bedeutet? Also für Zertifikate. Klar, anerkannt heißt offiziell gültig. Arbeitgeber oder UNES akzeptieren es. Wenn dein Zertifikat anerkannt ist, sparst du Diskussionen. Yes, das ist super wichtig. Ein Goethe-Zertifikat B1 oder B2 ist fast überall klar verständlich. Das öffnet Türen. Jetzt kurz zu den Kontroversen, die man oft hört. Manche sagen, Zertifikate sind nur eine Geldbarriere. Und andere sagen, Hauptsache Praxis, der Rest ist egal. Ich verstehe das, echt. Prüfungen kosten Geld und Zeit. Aber ehrlich, für Jobs, Visa oder Uni brauchst du oft einen Nachweis. Und da ist ein Zertifikat einfach der schnellste Beweis. Genau. Und Motivation ist auch ein Faktor. Wenn du weißt, am 15. März ist Prüfung, dann lernst du fokussierter. Das Ziel ist näher, nicht so weit weg. Aber, wichtig, ein Zertifikat ist kein Zauberstab. B2 auf dem Papier heißt nicht, dass du sofort locker plauderst. Ohne echte Gespräche hast du wenig Gefühl für Alltagssprache. Das sehe ich auch so. Viele lernen viel Grammatik und reden fast nie. Dann ist der Satz korrekt, aber die Kommunikation stockt. Lieber einfacher reden, aber dafür flüssig. Praktischer Tipp. Jede Woche 2 kleine Sprechsessions, 10 Minuten, mit einem Tandem. Dazu einmal Shadowing, 5 Minuten pro Tag. Das ist kurz, aber konstant. Und mach Probeprüfungen unter Zeitdruck. Stell den Wecker auf 40 oder 60 Minuten, je nach Teil. So fühlst du dich am großen Tag nicht überrascht. Lass uns noch ein kurzes Rollenbeispiel machen, aber anders. Stell dir vor, du bist bei einem Bewerbungsgespräch. Ich bin der Chef. Bereit? Okay, los. Ich bin etwas nervös, aber ja. Guten Tag, Frau Julia. Ich sehe, Sie haben das Goethe-Zertifikat B2. Sehr gut. Können Sie kurz erzählen, was Ihre Aufgaben im letzten Job waren? Ja, gern. Ich habe Kunden beraten, Termine koordiniert und einfache Berichte geschrieben. Ich telefoniere täglich, auch mit neuen Kunden. Klingt gut. Noch eine Frage. Wie lösen Sie ein Problem, wenn ein Kunde unzufrieden ist? Ich höre zuerst ruhig zu, fasse das Problem kurz zusammen und biete dann 2 Lösungen an. Wenn nötig, frage ich meine Kollegin. So bleibt der Kunde entspannt. Super. Hier siehst du, das Zertifikat bringt dich in die Tür. Aber die kurzen, klaren Sätze im Gespräch zeigen, dass du wirklich arbeiten kannst. Genau. Deshalb, lern für die Prüfung, aber über echte Szenen. Laden bestellen, Meeting öffnen, Smalltalk in der Küche. Das ist Gold wert. Noch ein heißes Thema, C2. Viele sagen, C2 ist das Ziel für echte Flünzi. Aber, ehrlich, C2 ist sehr akademisch. Du brauchst das nur, wenn dein Job es verlangt. Ja, und manche denken, C2 macht dich sofort perfekt. Nee. Ohne Praxis klingt man trotzdem unsicher. B2 plus tägliches Sprechen ist für viele Jobs schon stark. Was ist mit Kosten? Wir haben's kurz gesagt, oft 100 bis 200 € für eine Prüfung. Mein Tipp: Spar gezielt, plan früh und nutz kostenlose Materialien online. Und hol dir Feedback.
Nimm dich beim Sprechen auf, hör dir das an, aua, ich weiß, das tut weh. Aber du hörst sofort, wo es hakt, Tempo, CH, Satzmelodie. Ein weiterer, überraschender Tipp: kurze Immersion. Wohn mal 2 Wochen bei einer Gastfamilie oder besuch täglich einen Treffpunkt, wie einen Sportverein. Das pusht dich krass. Ja, ich hatte eine Teilnehmerin, die nur einen Monat bei einer Familie war. Danach hat sie viel flüssiger gesprochen. Nicht perfekt, aber natürlich. Das ist stark. Und nochmal Shadowing, weil es so gut ist. Nimm einen Dialog, zum Beispiel im Café: Hallo, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Wiederhol das mit gleicher Betonung. Das trainiert Rhythmus. Apropos Kaffee, pass auf Wörter auf, die ähnlich klingen. Schnaps und Snacks sind nicht Freunde. Schau immer den Kontext und frag nach, meinst du Essen, also Snacks? Kurzer Check für alle. Was heißt B1 ungefähr? Alltag gut schaffen, einfache Gespräche führen, schreiben über bekannte Themen. Wenn du das kannst, ist B1 realistisch. Und B2? Mehr Details, Meinungen, Arbeitssituationen, Telefonate. Du erklärst Dinge klarer und verstehst komplexere Texte. Aber auch hier, Praxis, Praxis, Praxis. Fehler, die ich oft sehe: Leute hängen zu sehr an Grammatik. Alles muss perfekt sein, und dann reden sie gar nicht. Das ist schade. Lieber kleine, natürliche Sätze. Können wir morgen um 9 sprechen, statt einem superlangen Satz? Klar, höflich, fertig. Das kommt gut an. Vorbereitung konkret: Plane 3 Wochen. Woche 1: Hörverstehen und Lesen. Woche 2: Schreiben, jeden zweiten Tag einen kurzen Text. Woche 3: Sprechen mit Partnern. Und mach dir Mikroziele. Heute 50 neue Wörter sind zu viel. Nimm 10 Wörter, aber benutze sie wirklich in Sätzen. Zum Beispiel Termin, anbieten, prüfen, zusammenfassen. Am Prüfungstag: Komm früh, ISS vorher etwas Leichtes, trink Wasser. Atmen nicht vergessen. Und lies die Aufgabe immer zweimal, wirklich zweimal. Wenn du im mündlichen Teil hängst, sag ruhig, einen Moment, ich denke kurz, das ist okay. Besser eine kleine Pause als ein falsches Wort wie Schnaps statt Snacks. Und wenn jemand auf Englisch wechselt, bleib freundlich auf Deutsch. Sag: Ich lerne Deutsch, dürfen wir auf Deutsch weitersprechen? Das zeigt Mut und hilft dir. Noch eine Minirolle am Schalter der Uni, okay? Du bist Student, ich bin die Mitarbeiterin. Go. Guten Tag, ich möchte mich für ein Studium bewerben. Ich habe Goethe-Zertifikat B2. Reicht das für die Anmeldung? Guten Tag. Ja, B2 ist für diesen Studiengang genug. Bitte geben Sie eine Kopie ab und füllen Sie das Formular hier aus. Bewerbungsschluss ist in 2 Wochen. Danke, dann mache ich das heute noch. Brauche ich sonst noch etwas? Nur ein Passfoto und den Lebenslauf. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne wieder. Zack, mit Zertifikat geht so ein Prozess schneller. Es gibt weniger Diskussion, mehr Klarheit. Das spart Nerven. Aber vergiss nicht, nach der Zulassung kommt der Alltag. Vorlesungen, Gruppenarbeit, Smalltalk. Übe diese Szenen jetzt schon, dann fühlst du dich sicherer. So, wir sind fast am Ende. Eine Frage an euch. Habt ihr schon ein Zertifikat gemacht? Welche Stufe plant ihr als nächstes? B1, B2 oder vielleicht C1? Schreibt uns eure Erfahrung, hat das Zertifikat euch wirklich geholfen, zum Beispiel bei Job oder Uni?
Und welche Übung hat euch am meisten gebracht, Shadowing oder Tandem? Wenn euch diese Folge geholfen hat, lasst gern ein Like da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächsten Übungen nicht. Wir bringen regelmäßig kurze, praktische Tipps. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt dran, redet viel, und wenn ihr wollt, holt euch das Zertifikat als Extraschub. Wir hören uns bald. Tschüss.